Der Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, ein Hypersportreifen für die Straße und die Rennstrecke. Wie sich der Reifen im sportlichen Landstraßeneinsatz auf der KTM 1290 Super Duke R schlägt, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 auf der KTM 1290 Super Duke für euch auf der Landstraße einmal so richtig getestet und verraten euch, wie sich der Reifen schlägt und wie er sich auch im direkten Vergleich zu noch hochpreisigeren und noch sportlicheren Reifen wie dem Power Cup 2 auf der Landstraße fahren lässt. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Background des Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Und zwar ist der Reifen schon rund 10 Jahre alt oder auf dem Markt verfügbar und wird von Pirelli aktuell als Auslaufreifen gekennzeichnet, sprich er wird sukzessive in naher Zukunft komplett vom neueren Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa abgelöst. Trotzdem ist der Reifen in der Saison 2023 noch als Neuproduktion verfügbar und wird auch noch absehbare Zeit im Handel verfügbar bleiben, bis er dann komplett verschwindet. Und aktuell positioniert er sich so als mittlerer Budgetreifen im Bereich Hypersport, Einsatz Landstraße und Rennstrecke. Wer also etwas Geld sparen möchte, der kann mit dem Rosso Corsa 2 immer noch sehr solide und bewährte Technik zum günstigeren Preis bekommen, und das finden wir immer sehr gut, da man so eine große Varianz hat, eine große Auswahl hat und der Kunde selber entscheiden kann, wie viel Geld er für gute Reifen ausgeben möchte. Prinzipiell gibt Pirelli den Rosso Corsa 2 im Einsatzbereich von 50 bis 60% Straße und 50 bis 40% Rennstrecke an, und der Reifen ist generell so abgestimmt, dass er wirklich auch im Alltag auf der Straße und bei einem breiten Einsatzspektrum und allen Wetterbedingungen funktioniert, dabei aber auch auf der Rennstrecke zumindest im Einsteigerbereich noch sehr überzeugen kann. Was uns besonders gut gefällt, sind die Technologien, die beim Rosso Corsa 2 zum Einsatz kommen. So sieht man halt auch wirklich nach dem Fahren die unterschiedlichen Mischungszonen, die übrigens am Vorder- und Hinterreifen zum Einsatz kommen. So hat man auf der Lauffläche die stabilere oder länger haltbare Silica-Mischung und an den Flanken hat man eine schöne Ruß-Mischung, die eben diesen idealen Grip auch auf extrem leistungsstarken und performanten Maschinen bietet. Und genau aus diesem Grund haben wir auch die Super Duke 1290 R für diesen Test herausgesucht, da die solchen Reifen eben richtig auf den Zahlen fühlen kann und mit ihrem vielen Drehmoment gerade auch in tiefen Schräglagen diese Ruß-Mischungszonen ordentlich beansprucht. Beginnen wir einmal mit dem Wärmeverhalten des Rosso Corsa 2. Und zwar haben wir hier festgestellt, dass der Reifen für einen Hypersportreifen mit Rennstreckenausrichtung ein extrem breites Einsatzspektrum hat. Er kann quasi bei 12 Grad und nasskalten Bedingungen genauso gut gefahren werden wie bei 30 Grad und Sonnenschein. Ausschlaggebend ist hier eben die Silica-Mischung
auf der Lauffläche des Reifens und dann diese Rußmischungen an den Flanken. Dabei sind diese Mischungsstreifen nicht zu breit ausgelegt, sprich ungefähr 2 Finger breit am Hinterrad, wobei das jetzt zum Beispiel beim Michelin Power Cup 2 rund 4 Finger breit waren. Da merkt man schon, hat man einen höheren Schräglagenbereich, wo der Rosso Corsa 2 auch bei widrigen Bedingungen noch gut funktioniert, als zum Beispiel beim Michelin Power Cup 2. Das kommt uns vor allem auf der Straße sehr entgegen, da man den Reifen, wie bereits erwähnt, auch bei niedrigen Temperaturen und sogar bei Regen exzellent auf der Straße fahren kann und dabei sogar noch sehr sportlich unterwegs ist, weil diese letzten 2 Finger breit Reifenflanke halt erst eine tiefere Schräglage abbilden, in die man bei Regen jetzt sowieso nicht unbedingt hineinfahren möchte. Der Rosso Corsa 2 kommt generell sehr gut auf Temperatur und erhält diese auch sehr lange. An kalten Tagen spürt man es, dass er eigentlich so gut wie keine Warmlaufzeit benötigt. Etwas Vorlauf braucht er schon, das ist klar, vor allem dann an den Flanken. Aber die Silika-Mischung auf der Lauffläche, die funktioniert eigentlich schon ab dem ersten Meter perfekt. Das gilt für vorne und hinten. Und das schafft auch viel Vertrauen im allgemeinen Fahrgefühl bei allen Witterungsbedingungen. Wenn es dann wärmer wird und der Reifen sich erhitzt und lange sportlich beansprucht wird, versagt er trotzdem nicht. Gerade an den Flanken dann sorgt diese Rußmischung für eine gute Wärmeresistenz, die auch unter Dauerbelastung sehr gut funktioniert. Hier hat Pirelli es wirklich geschafft, einen Reifen zu schaffen, der wunderbar harmonisch für alle Fahrstile und Einsatzbereiche gut funktioniert. Die Temperatur des Reifens wird generell sehr gut gehalten, sprich man kann auch mal anhalten, die Landschaft genießen oder langsam durch Ortschaften tuckern. Das ist gar kein Problem. Der Rosso Corsa 2 kühlt nicht zu schnell aus und ist dann ab der nächsten Kurve sofort wieder voll einsatzbereit und bereitet wieder die gleiche Freude, wie wenn er 15 Kilometer lang richtig schön heiß gefahren worden wäre. Im Hinblick auf den Trockengrip kann man sagen, dass der Rosso Corsa 2 wirklich exzellenten Grip bietet. Er fühlt sich in allen Schräglagen wohl, er fühlt sich in allen Schräglagen vertrauenserweckend an. Wir hatten speziell am Vorderrad in keiner Situation, wirklich in keiner Situation und bei allen Schräglagen und in allen Temperaturbereichen keinen Rutscher. Auch das extreme Verzögern über die Bremse vorne hat das ABS nicht auslösen lassen. Der Reifen bietet einen extrem hohen mechanischen Grip und das spürt man auch. Er beißt sich da richtig in den Asphalt und das bereitet einfach viel Freude beim sportlichen Fahren und sorgt auch für Sicherheit beim gemütlichen Touren. Auch an der Hinterachse haben wir festgestellt, dass der Rosso Corsa 2 im Straßenbetrieb, im Mischbetrieb in Summe einfach konsistenter und zuverlässiger funktioniert, wie zum Beispiel der Power Cup 2. Gefühlt greift die Traktionskontrolle beim Rosso Corsa 2 deutlich seltener ein und verspricht ein Fahrgefühl ohne viel Elektronikeingriffe. Man spürt einfach diesen hohen mechanischen Grip, den er in allen Temperaturlagen bietet und das macht richtig Freude auf den Reifenflanken in tiefer Schräglage und beim harten Angasen, selbst da sorgt die Rußmischung für einen adäquaten Grip in jeder Lebenslage und auch hier ist es wirklich schwer, den Corsa 2 vor allem an schönen Wettertagen und bei hohen Außentemperaturen aus der Ruhe zu bringen. In Summe hat uns der Rosso Corsa 2 also im Gesamtgripverhalten, nicht im Top-Level-Gripverhalten, sondern im Gesamtgripverhalten, im Straßeneinsatz zum Beispiel deutlich besser gefallen als der Michelin Power Cup 2, der ja die Speerspitze im Grip ist und
Dazu haben wir aber auch ein separates Video hier auf unserem Channel auf der 1290 Supertube. Das könnt ihr euch ja einfach mal im Vergleich anschauen. Auch auf nasser Straße ist der Grip des Rosso Corsa 2 positiv zu erwähnen. Der Reifen funktioniert hier bis zu einer gewissen Schräglage wirklich exzellent. Er hat ein gutes Fahrverhalten, er überzeugt mit viel Vertrauen und einem guten Feedback und man kann es durchaus sportlich angehen lassen, auch bei nasser Fahrbahn. Einziges Problem, was wir hier dann hatten oder beziehungsweise wo wir dann ein bisschen ein ungutes Gefühl hatten, waren die Mischungszonen am Vorderreifen, die Rußmischung aufzeigen. Sprich, man fährt extrem sportlich bei Nässe. Der Reifen kommt natürlich dann bei Nässe und kalten Temperaturen nicht so auf Temperatur wie bei gutem Wetter. Sprich, aber man fährt trotzdem sportlich bei Nässe über nasse Fahrbahnen. Der Reifen funktioniert top. Wenn man dann aber in diesen Bereich kommt, wo die Rußmischung greift, da spürt man dann schon, dass sich jetzt was ändert, dass er jetzt nicht mehr so richtig mag. Das sind dann aber Schräglagen, die man bei Nässe ohnehin vielleicht eher nicht fahren sollte. Trotzdem wollen wir es hier erwähnen, dass man da schon einen kleinen Unterschied zwischen Silika und Ruß bemerkt und der auch bei Nässe deutlich spürbar ist. Im normalen Straßenbetrieb bei einigermaßen sportlicher Fahrweise aber noch wunderbar nutzbar und auf jeden Fall eine wirkliche Empfehlung und sehr überrascht oder positiv überrascht, wie das gut funktioniert hat. Das Hineinbremsen in den Radius ist ebenfalls eine Stärke des Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Das macht richtig Spaß. Er lässt sich in tiefer Schräglage auf der Bremse schön in den Scheitelpunkt fahren. Wenn man die Bremse loslässt, kippt er keinesfalls ab. Auch das Aufstellmoment beim Beschleunigen oder beim Bremsen in Schräglage ist quasi so gut wie nicht vorhanden. Der Reifen verhält sich extrem neutral, was sehr viel Fahrfreude im sportlichen Kurvengeläuf ermöglicht. Der Fahrkomfort des Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ist für einen Hypersportreifen mit Rennstreckenauslegung durchaus akzeptabel. Er ist nicht super soft, er dämpft nicht super gut, aber er ist auch nicht steinhart. Er bietet ein schönes Feedback und eine gute Mischung für einen derart sportlichen Reifen. Hier kann er also überzeugen, vor allem wenn man ein Sportfahrer ist. Ein Tourenfahrer wird sich wahrscheinlich etwas mehr Komfort wünschen. Dafür ist der Rosso Corsa 2 aber auch nicht wirklich gemacht, wobei wir sagen würden, dass man ihn durchaus auch für Hypertouring nutzen kann. Im Hinblick auf den Reifenverschleiß waren wir vom Rosso Corsa 2 extrem überrascht. Es ist einfach so, dass der Reifen eine wirklich sehr, sehr gute Performance auf der Straße bietet und nach langer, extrem sportlicher Fahrt und dem ersten Blick auf den Hinterreifen konnten wir es gar nicht glauben. Der Reifen hat so wenig gelitten, er ist kaum aufgerissen. Vor allem bei einer runden Fahrweise bleibt er wunderbar glatt auf den Rußmischungszonen und auch auf der Silika-Mischung, was bedeutet, dass er ein exzellentes Verschleißbild zeigt. Wenn man auf ganz rauem Asphalt lange Ausdauer und sportlich und bei hohen Temperaturen fährt, dann sieht man schon, dass er sich etwas mehr abreibt, aber generell ist der Abrieb für einen 50-50 Reifen in diesem Bereich sehr gering, sehr homogen und auch als ideal zu bezeichnen. Der Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 schafft halt durch diese Tatsache des guten Verschleißbildes auch eine entsprechende Laufleistung. Im sportlichen Straßenbetrieb, also im wirklich sportlichen Straßenbetrieb auf Hypernakeds oder Superbikes, sollten 3.000 bis 4.000 Kilometer möglich sein, sofern man eben auch mal ruhigere Passagen einlegt. Auf kleineren Maschinen, wir haben den Rosso Corsa 2 auch auf der KTM 690 SMCR gefahren, auf kleineren Maschinen hält er deutlich länger.
mit den 60, 70 PS kann man den Rosso Corsa 2 eigentlich kaum aus der Ruhe bringen. Hier könnte man sogar 6.000 bis 8.000 Kilometer schaffen, was für einen Hypersportreifen dieser Güte wirklich erstaunlich ist und auch eine wirkliche Empfehlung für Leute, die sagen, ich möchte ein bisschen Geld sparen, ich möchte aber trotzdem Top-Sportlichkeit haben und das noch in Kombination mit einer guten Laufleistung. Da muss man sagen, Hut ab, da hat Pirelli schon was richtig Gutes geschafft. Auf der KTM 1290 Super Duke R haben wir bei gemischter sportlicher Fahrweise ganz locker 3000 Kilometer abgespult und dann wäre natürlich noch ein bisschen was gegangen. Wir haben den Reifen dann aber rechtzeitig ersetzt. Was man aber allerdings merkt mit zunehmendem Verschleiß des Reifens, sind leichte Änderungen der Fahreigenschaften, die sich vor allem auf das Vorderrad beziehen. Gerade hier haben wir festgestellt, dass er dann nach rund 1500 Kilometern nicht mehr ganz so gut funktioniert wie im Neuzustand. Er wird dann laut unserem Fahrgefühl etwas schwammig auf der Vorderachse und bietet nicht mehr ganz dieses Vertrauen, das er am Anfang liefert. Er funktioniert aber trotzdem noch sehr solide und sobald er auf Temperatur ist, funktioniert er auch wieder besser. Nur dieses Kaltlaufverhalten oder dieses gemütlichere Fahrverhalten hat uns dann nicht mehr so zugesagt. Außerdem konnte man dann beobachten, dass im Bereich der Mischungsübergänge, sprich Silica zu Ruß, schon deutliche Kanten entstanden sind am Vorderrad, die man aus unserer Sicht tatsächlich dann auch ein klein wenig spürt und die zumindest diese tolle Transparenz und diese extreme Fahrfreude übers Vorderrad mit der Zeit etwas schmälern. Da wir ja bereits die Fahrfreude übers Vorderrad angesprochen haben, wäre das natürlich die richtige Überleitung zum Thema Agilität und Einlenkverhalten. Und hier muss man sagen, fährt sich der Rosso Corsa 2 absolut homogen und nicht nervös. Speziell auf der Super Duke R hat er sich sehr, sehr agil und lenkwillig angefühlt. Im direkten Vergleich zum Power Cup 2 konnte man fast meinen, man fährt ein komplett anderes Motorrad, weil die Maschine derart leichtfüßig und agil hin und her geworfen werden kann, dass was richtig Fahrfreude erzeugt und viel Spritzigkeit in den Fahrstil bringt, und das hat uns extrem gut gefallen. Also der Rosso Corsa 2 ist definitiv einer der agileren Hypersportreifen auf dem Markt und das hat uns sehr getaugt. Trotzdem schafft es der Reifen dann, diese Agilität in tieferer Schräglage oder bei langgezogenen, schnellen Kurven mit einer soliden Stabilität zu vereinen. Der Reifen hält seine Linie immer zu 100% treu und er fährt dann auch hier wunderbar solide, satt durch die Kurven. Der gerade Auslauf ist sowieso ausgezeichnet, hier kann man gar nichts sagen. Selbst auf der Super Duke R, die ja durch diesen Fahrzeuggeometrie und den wenigen Windschutz sehr zum Lenkerschlagen neigt bei Topspeed. Wirklich top, hier hat er alles richtig gemacht. Wo wir lediglich etwas Instabilität feststellen konnten, war dann beim Hang-Off-Fahren und in Wechselkurven beim Anbremsen in Schräglage. Da entstand dann ein bisschen Unruhe beim Umwuchten der Maschine. Das kann jetzt aber bei der 1290 Super Duke auch am Fahrwerk liegen, da die Generation 1 ja nicht wirklich extrem hart abgestimmt ist und auch den hohen Schwerpunkt mitbringt, so dass man hier nicht mit 100%iger Sicherheit sagen kann, dass der Reifen dieses Fahrgefühl verursacht. In Kombination mit dieser spritzigen Agilität ist es aber durchaus möglich, dass durch die spitze Reifenform eben die Unruhe beim Umwuchten in das Fahrwerk kommt, was eben zum Beispiel beim Power Cup 2 eher nicht so deutlich zu spüren war.
Der Rosso Corsa 2 ist übrigens relativ unempfindlich gegenüber dem Luftdruck. Hier kommt es jetzt nicht so drauf an, dass man ihn auf das letzte Zehntel korrekt einstellt, wie das zum Beispiel beim Power Cup 2 der Fall ist, sondern diverse Schwankungen kann er ohne Probleme ausgleichen. Den Straßendruck auf der Super Duke haben wir mit 2,4 und 2,3 Bar eingestellt, also 2,4 vorne und 2,3 hinten. Das ist wohl die Empfehlung von einem Pirelli-Techniker gewesen. Auf der Rennstrecke können laut Pirelli auch Reifendrücke gefahren werden, die für die Rennstrecke geeignet sind, und ohne Reifenwärmer sollte man dann 2,15 vorne und 1,8 Bar hinten auf der Rennstrecke einstellen. Die Verwendung von Reifenwärmern ist übrigens möglich, aber keinesfalls notwendig. Prinzipiell haben wir aber beim Luftdruck festgestellt, dass wenn man die 2,4 und 2,3 Bar einstellt und losfährt, nur sehr, sehr geringe Unterschiede mit steigendem Luftdruck bei warmen Reifen erfährt. Sprich, er fährt sich eigentlich immer sehr gut und ist hier keinesfalls anfällig für irgendwelche starken Schwankungen. Wer es ein bisschen stabiler möchte, könnte vielleicht den Luftdruck noch ein bisschen absenken. Uns hat das Setting aber prinzipiell so sehr gut gepasst. Nun, was ist unser Fazit zum Pirelli Diablo Rosso Corsa 2? Hier müssen wir sagen, dass er uns auf der KTM 690 SMCR bereits extrem gut gepasst hat und viel Fahrfreude erzeugt hat, und das auf der 1290 Super Duke und dem vielen Drehmoment am Hinterrad sogar noch bestätigen oder noch besser machen konnte. Gerade auf stärkeren Maschinen kann man eben die Performance, die der Reifen bieten kann, auch ausnutzen, was eben bei leistungsschwächeren Maschinen gar nicht der Fall ist. Und für uns passt der Rosso Corsa 2 einfach wie die Faust aufs Auge. Er verleiht der Maschine eine wunderbare Agilität in Kombination mit ausreichend Grip im sportlichen Straßenbetrieb, und das noch gepaart mit einem tollen Wärmeverhalten. Aus unserer Sicht eignet sich der Rosso Corsa 2 somit also gerade für Landstraßenheizer, kann aber auch im Alltags- oder Hyper-Touring-Betrieb überzeugen, ohne dabei dann federn lassen zu müssen, wenn er richtig angedrückt wird. Auf der Rennstrecke dürfte der Corsa 2 im Einsteigerbereich oder beim Fahrtraining oder bei Anreise auf Achse zur nahegelegenen Rennstrecke gut funktionieren, vor allem dann, wenn es noch Frühjahr ist und niedrigere Außentemperaturen herrschen. Bei ganz heißen Temperaturen und bei langer sportlicher, extremer Beanspruchung im erfahrenen Profibereich oder im fortgeschrittenen Bereich, da lässt er dann irgendwann seine Federn, das ist klar. Da muss man dann auf einen Super Corsa mindestens gehen oder am besten sogar auf einen Slick. Aber für einen Einsteiger kann der Corsa 2 definitiv mal den ersten Track Day wegstecken, und für alle, die in der Nähe von der Rennstrecke wohnen und damit dann auch dorthin fahren möchten und ihn auch auf der Straße nutzen wollen, ist er auch eine sehr gute Option. Als Alternativen zum Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 kommen für uns der Rosso 4 Corsa in Frage und der Super Corsa SP V4. Der Rosso 4 Corsa ist einfach der verbesserte Nachfolger des Rosso Corsa 2, der den Reifen dann auch später ablösen wird. Ein Test dazu wird wahrscheinlich in der nächsten Saison folgen. Und der Super Corsa SP V4 ist der sportlichere Ableger mit mehr Fokus für die Rennstrecke und einem etwas kleineren Einsatzbereich auf der Straße und mehr Top-Performance mit Einbußen eben bei der Allround-Fähigkeit. Da kommt es dann aber drauf an, was für ein Typ von Fahrer ist man, was möchte man haben. Also da könnte man sagen, kommen beide Alternativen in Frage. Ansonsten zeitgenössisch, also wir wollen jetzt den Rosso Corsa 2 hier nicht mit einem S23 vergleichen. Wir wollen jetzt hier nur zeitgenössische Alternativen, die ungefähr gleich alt sind oder gleich lange auf dem Markt sind, heranziehen.
Da wäre noch der Conti Sport Attack 2 zu einem ähnlichen Preis verfügbar, der Metzeler Sportec M7 RR, der Dunlop Sportsmart MK3 oder der Bridgestone Butlux S21. Den Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 und all seine Alternativen haben wir aktuell für 2023 und 2024 wahrscheinlich noch neuwertig auf Lager. Schaut einfach im Shop auf beigreifen24.de vorbei. Wir hoffen, dass euch unser Test ein bisschen bei der Kaufentscheidung weiterhelfen konnte und vielleicht auch bestätigen konnte, dass der Rosso Corsa 2 auch heute noch ein wirklich exzellenter Sportreifen im sehr engagierten Straßeneinsatz ist. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Saison und viel Spaß beim Motorradfahren.